Ich bin überglücklich, dass ich endlich vielleicht den Knoten geplatzt habe und mein erstes Tor habe. 3 Spiele, 9 Punkte. Das ist der perfekte Start ins Pflichtspieljahr für den BVB und damit Hi aus Dortmund zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, hinter mir seht ihr den Signal Iduna Park. Gestern ging es aber in Leverkusen zur Sache. 2:0 am Ende und es gab eine Premiere zu feiern. Das erste Bundesligator von Karim Adeyemi, wie das im Netradio klang und was er dazu gesagt hat, hören wir uns jetzt mal an. Und jetzt noch einmal Brandt auf der rechten Seite ins Zentrum auf eine Leermöglichkeit für Adeyemi! Und er schießt sein erstes Tor! Karim Adeyemi in der 33. Minute. Ja, glaube ich, unglaublich. Natürlich war umso wichtiger, dass wir noch das Spiel gewonnen haben. Aber ich bin überglücklich, dass ich endlich vielleicht den Knoten geplatzt habe und mein erstes Tor habe. Da hat er die freie Bahn, weil Sebastian Haller sie absichtlich oder unabsichtlich auf jeden Fall öffnet. Und es heißt 1:0 für den BVB. Emre Can hat mir erzählt, er hat dir vor dem Spiel gesagt, er hat ein gutes Gefühl, heute machst du eins. Stimmt das? Das stimmt, tatsächlich, ja. Er hat mir, glaube ich, noch mal ein bisschen seine Energie gegeben. Und dann habe ich das Tor gemacht. Der Konter könnte laufen bei Leverkusen. Wird's aber wieder steil nach hinten gearbeitet da von Karim Adeyemi. Gefällt mir defensiv richtig gut, was er da macht. Arbeitet da viel nach hinten, hat er schon 2 wichtige Ballgewinne für den BVB auch erreichen können. Ich würde sagen, defensiv, offensiv war heute nicht so viel. Aber wie man sagt, ja, defensiv ist wichtiger als offensiv. Und ich glaube, heute war das ganz ordentlich. Palacios gegen Ryerson, macht er stark. Der Neuzugang von Union Berlin holt einen Einwurf raus in der Hälfte von Leverkusen, schon ausgeführt, zu Bellingham geworfen, der im Doppelpass mit Adeyemi. Bellingham hat den Ball wieder, zieht in die Mitte, verlagert den Ball schön auf die rechte Seite. Wolf geht es da in den 16-Meter-Raum, Marius Wolf, Pass in die Mitte, Tor! Tor für Borussia Dortmund! Marius Wolf auf Jude Bellingham und es steht 2:0, 53. Spielminute. Der BVB schlägt hier eiskalt zu. Als Mannschaft natürlich wichtiger, dass wir halt im Flow sind und bereit für jeden Gegner. Und wir haben es gezeigt auswärts und zu Hause ist es noch schöner zu spielen. Und deswegen gehen wir da mit Motivation auch ins nächste Spiel. Der BVB holt den 2. Auswärtssieg hintereinander, den 3. in diesem Jahr. Und aus diesen Siegen wird Selbstvertrauen kommen. Ich würde sagen, der heute war am souveränsten. Ich glaube, sehr gut dann am Schluss auch noch fertig gespielt und nichts anbrennen lassen. Und haben wir sehr gut gespielt. Aber die letzten Spiele waren auch sehr intensiv und schwierig, aber am Schluss zählen die 3 Punkte. Jetzt einmal durchschnaufen und dann voller Fokus auf Freiburg. Absolut, ja. Nochmal gut regenerieren und dann voller Fokus auf Freiburg. Ja, die Erleichterung war natürlich Karim Adeyemi, aber auch allen anderen nach dem Spiel anzumerken, dass es endlich geklappt hat. Mit seinem 18. Schuss am 18. Spieltag hat er dann endlich sein erstes Bundesligator erzielt. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Edin Terzic natürlich auch zu Karim Adeyemi befragt und das hat er gesagt. Ja, Karim hat heute jetzt offiziell sein erstes Bundesligator erzielt. Er war schon mal ganz nah dran am ersten Spieltag zu Hause gegen Leverkusen, wo der Ball noch nicht ganz über die Linie war und Marco den dann damals noch über die Linie gedrückt hat. Heute hat Karim das erste Mal dann über die linke Seite angefangen. Wo wir sehr mit einverstanden waren, war seine Aktivität und seine Bereitschaft. Ich habe das ja auch schon vor ein paar Tagen erwähnt, dass ich da eine stetige Entwicklung sehe bei ihm. In den letzten Spielen war er schon nah dran. Und heute bei dem Tor, das ist genau das Thema, was wir in den letzten Monaten häufig mit unseren Flügelspielern hatten. Da haben wir auch jetzt vor ein paar Tagen drüber gesprochen, die Aktivität auf der ballfernen Seite. Jetzt erobern wir den Ball rechts und er ist dann unser zweiter Stürmer. Er ist dann in der Lage, dieses Tor überhaupt zu machen und das Kommando zu geben, den Ball durchzulassen. Und das ist genau das, was wir wollen, weil dann werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Tore zu erzielen. Ja, als Boris und ich gestern vor unserem Netradio-Kommentar die Aufstellung bekommen haben, wussten wir selber noch nicht so recht, wie wir das einzuordnen haben. Während des Spiels sind wir dann auf ein 4-3-3 gekommen und Edin Terzic hat das Ganze ebenfalls auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch einmal erläutert und ist dabei auch auf die Rolle von Emre Can eingegangen. Emre hat dann auf der 6 angefangen im 4-3-3, aber dann haben wir nach 15 Minuten gemerkt, es passt nicht. Dann haben wir gemerkt, dass der Gegner uns dann nicht so im Griff hat, wenn wir es zu dritt aufbauen. Und dann haben wir im 3+1 aufgebaut und das ist dann natürlich Gold wert, wenn du Spieler auf dem Platz hast, die das sofort so umsetzen können. Und dann ganz zum Schluss, als Leverkusen dann nochmal umgestellt hat und er so mit
4 Leuten im Angriff auf einer Linie waren und so im 4-2-4 gespielt haben und wir wussten, dass sie dann keinen klaren Zehner mehr haben und niemand mehr in diesen Zwischenräumen haben, konnten wir Emre dann komplett zwischen die Innenverteidiger ziehen und das hat er dann richtig gut mit Leben gefüllt, er hat richtig gute Entscheidungen getroffen am Ball, gutes Timing gehabt, wann er rausstechen muss, wann er Bälle erobern muss und er hat heute ein herausragendes Spiel gemacht und da muss man auch Marius Wolf lobend erwähnen, der heute auf der Position es auch hervorragend gemacht hat, nachdem er sehr, sehr lange nicht von Beginn an spielen konnte. Marius Wolf, der wurde natürlich völlig zu Recht auch von Edin erwähnt. Der hat 14 seiner 16 Zweikämpfe gestern gewonnen mit 88% Zweikampfquote, auch die beste aller Spieler auf dem Platz. Das 2:0 hat er auch noch vorbereitet, also auch eine Topleistung von Marius Wolf. Insgesamt war das eine super Mannschaftsleistung gestern in Leverkusen. Die wird am Samstagnachmittag, wenn es dann hier hinter mir auf diesem grünen Rasen gegen den SC Freiburg zur Sache geht, auch wieder nötig sein. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss aus dem schönsten Stadion der Welt.